Worum geht es in diesem Video? Nehmen wir mal an, Ihr guter Kunde hat ein Dokument, das in InDesign gestaltet wurde und möchte das jetzt auch online präsentieren. Klingt erstmal nach einem hübschen Auftrag, aber es gibt einige Bedingungen. Zum Ersten möchte er, dass es genauso aussieht wie das Original. Zum Zweiten möchte er, dass es auf WordPress veröffentlicht wird. Und zum Dritten, und das macht es ja für die meisten etwas schwierig, es darf kein PDF sein. Wenn Sie jetzt finden, dass es kein so toller Auftrag mehr ist, weil Ihnen gar nicht klar ist, wie Sie das umsetzen sollen, dann sollten Sie hier sich dieses Video bis zu Ende ansehen. Denn vielleicht ist es ja viel einfacher, als Sie denken, und vielleicht ist es sogar diesmal ganz einfach verdientes Geld. Ausnahmsweise mal. Herzlich willkommen, ich bin Peter Löbel und werde Ihnen helfen, diesmal Ihr Geld etwas leichter zu verdienen. Es sind zwei Voraussetzungen notwendig, und zwar müssen Sie Zugriff auf das InDesign-File haben und Ihr Auftraggeber muss wünschen, dass die Präsentation im Internet tatsächlich genauso aussieht wie in InDesign. Das ist auch die große Chance, weil die Präsentation im Internet genau identisch aussehen zu lassen wie in InDesign sehr schwierig ist und man sich da auch sehr leicht bei dem notwendigen Aufwand überschätzt. Sie werden das aber jetzt, nachdem Sie das Video gesehen haben, innerhalb von wenigen Minuten schaffen. Ganz sicher. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Sie einen Account haben auf der Seite InDesign to Web. Sie brauchen diesen Zugriff, weil die InDesign to Web Seite für Sie die Umwandlung von InDesign zu HTML automatisch übernimmt und gleichzeitig noch Ihnen hilft bei der Integration in WordPress. Gibt es eine Alternative zu InDesign to Web? Soweit ich weiß, nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich sozusagen es nicht selber neu entwickelt. Aber sollten Sie eine kennen, unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Wäre sehr schön, wenn es da noch weitere Möglichkeiten gibt. Überhaupt können Sie diese Kommentarmöglichkeit nutzen, mir Fragen zu stellen oder auch von Erfahrungen zu berichten. Was auch immer, dort lässt sich wunderbar kommunizieren. Wie das alles funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Schauen wir uns mal unser InDesign-Projekt an. Wie Sie hier sehen, ist das ein Businessplan oder genauer gesagt ein Template für einen Businessplan. Insgesamt haben wir hier 9 Seiten mit hochauflösenden Fotos und einem recht anspruchsvollen Layout. Auffallend sind dabei die recht aufwendig gestalteten Infografiken. Hier diese Grafik ist zum Beispiel aus einzelnen Objekten zusammengesetzt, was wir hier schnell mal uns anschauen können. Wenn man also hier die einzelnen auswählt, sieht man, dass es tatsächlich Objekte sind. Ideal ist das, wenn mal das Dokument angepasst werden muss. Wir können aber auch eine ganz einfache Speisekarte nehmen oder ein Hochglanzmagazin mit mehreren 100 Seiten. Es lässt sich eigentlich alles zu HTML umwandeln, was man üblicherweise auch so mit InDesign gestaltet. Wir haben im Browser auch schon die Startseite von InDesignToWeb.com aufgerufen und ich schaffe mal ein bisschen mehr Platz für unser Video. So, jetzt starten wir hier oben den Umwandlungsprozess. Wählen hier als erstes mal unsere InDesign-Datei aus. Und zwar nehmen wir den Businessplan, sagen Öffnen und schon startet der Upload.
Kann bei Ihnen etwas länger dauern, wenn es die Verbindung nicht ganz so schnell ist. Jetzt werden die HTML-Seiten schon erstellt und gleichzeitig hier auch angezeigt. Man kann dann dabei zuschauen oder etwas Schöneres machen, wie zum Beispiel Kaffee trinken. Es werden sozusagen nach und nach alle Seiten erstellt. Das dauert ein bisschen, hängt auch davon ab, wie stark der Server belastet ist. Ich kürze es wieder ein bisschen ab und wir sehen dann uns wieder, wenn das Ganze erzeugt wurde. So, das war es auch schon. Es fehlt nur noch die Integration in WordPress. Das können wir machen, indem wir hier drauf klicken oder jederzeit auch auf die Übersicht Ihrer HTML-Seiten. Dort werden die schon mal hochgeladenen Dateien angezeigt und natürlich auch das, was wir gerade eben hochgeladen haben, nämlich unseren Businessplan. Wir sind auch bei einer WordPress-Integration und können hier über Anleitung zur Integration jetzt unseren letzten Schritt starten. Hier bekommen wir mal eine Übersicht von dem, was am Ende auch bei unserem Auftraggeber erscheint und wie es erscheint. Man kann es sich angucken, indem man hier durchblättert. Man kann auch mit dem Mausrad hier durchscrollen. Oder wenn man denn einen Touchscreen hat, auch swipen. Was wir noch machen können, ist hier die Größe verändern, entweder ganz groß oder eben kleiner, je nachdem, was denn der Kunde gerne haben möchte. Und der allerletzte Schritt ist eigentlich nur noch, das hier zu kopieren. Gehen wir auf Copy und es unserem Auftraggeber zuzusenden. Damit kann er es schon integrieren und unsere Arbeit ist erledigt. Hier gibt es dann noch ein paar Tipps. Sollte man vergessen haben, wie es funktioniert. Das ist das, was ich gerade eben gemacht habe. Oder hier die Integration in WordPress, was dann der eigentliche Auftraggeber wahrscheinlich machen wird. Oder dessen Administrator für seine Webseite, für seinen Blog. Wenn Sie das selbst machen, sehen Sie hier so ein paar Tipps. Ist eigentlich für einen WordPress-Administrator sehr einfach. Wichtig ist nur, dass bevor man dann das einfügt, was wir eben kopiert haben, im Editierformular HTML oder Text auswählt. So, hier sind wir mal auf einer WordPress-Seite. Manchmal wird WordPress ja für Blogs benutzt, da kommt es eigentlich auch her, aber genauso gut kann man auch ganz normale Webseiten erzeugen. Hier sehen Sie mal, wie es aussieht, wenn es ein Blogbeitrag ist. Das ist hier eine andere aus InDesign umgewandelte Variante. Das ganz besonders ist übrigens dieses Umfließen. Das lässt sich in HTML nicht so einfach darstellen. Ja, wenn jetzt also Sie oder Ihr Auftraggeber das einbauen will, was Sie ihm geschickt haben, geht er einfach im Normalfall hier auf. Wir nehmen jetzt mal eine Seite, geben normalerweise auch hier einfach mal den Titel ein, 2018. Also ich füge es hier ein, speichere die Änderung und kann es mir jetzt einfach mal anzeigen lassen. Und da haben wir es. Und es funktioniert. Man kann es auch größer und verkleinern. Es sind ja alles Vektoren. Deshalb sieht das auch immer gleich gut aus. Wir machen es hier mal. Also die Qualität bleibt da erhalten, auch wenn man es sehr stark vergrößert. Fassen wir mal zusammen. Wir haben ein 10-seitiges InDesign-Dokument auf WordPress veröffentlicht. Das hat rund 10 Minuten gedauert und hätte maximal 2 € für die Unterstützung von InDesign to Web gekostet. Der Lernaufwand hielt sich sicherlich in Grenzen.
und was vielleicht nicht so ganz leicht zu sehen ist, aber sehr wichtig ist. Dadurch, dass das alles automatisch umgewandelt wurde, können sich keine inhaltlichen und auch keine gestalterischen Fehler einschließen. Fazit wäre, es gibt sicherlich auch andere Varianten und Möglichkeiten, ein InDesign-Projekt in WordPress zu veröffentlichen, aber viel leichter werden Sie Ihr Geld nicht verdienen. Also probieren Sie es aus und fragen Sie mich, wenn Sie noch Fragen haben.